Ja, du glaubst also auch nicht dran. Es gibt nun mal Dinge auf dieser Welt, die lassen sich nicht erklären. Wie haben die Rapa Nui die riesigen Steinköpfe transportiert und aufgestellt, die Moai? Oder wie wurden die Pyramiden von Gizeh wirklich gebaut? Und wer kann mir bitte erklären, wie die Inkas mit Steinwerkzeug hochpräzise Gebäude aus steinhartem Granit gebaut haben? Wir waren selbst in Peru und haben mit unseren eigenen Augen Unglaubliches gesehen. Wir haben mit Archäologen gesprochen und wir haben die indigene Bevölkerung gefragt. Wer hat die Inka-Ruinen wirklich gebaut? Wir befinden uns mitten in Peru. Genauer gesagt sind wir im heiligen Tal der Inkas, im Valle Sagrada. Hier oben in den Anden liegt die Stadt Cusco. Das ist die historische Hauptstadt des Inka-Reichs. Und genau hier gibt es etwas, das die Wissenschaft bis heute nicht erklären kann. Es geht ganz einfach um die Frage, wie ein Volk, das nicht einmal das Rad kannte, so präzise Gebäude errichtet hat. Es gibt in der gesamten Andenregion Bauwerke, die man mit den damaligen Werkzeugen nicht hätte bauen können. Wir haben schon vorher von vielen anderen Reisenden und aus Dokumentationen darüber gehört. Aber seitdem wir es mit eigenen Augen gesehen haben, sind wir uns absolut sicher, dass die Erklärungen der Wissenschaft hier nicht ausreichen. Zuerst sind wir nach Sondor gefahren. Diese Inka-Ruine stammt eher aus dem Ende der Inka-Zeit. Es ist eine Inka-Ruine, genau wie man sich eigentlich eine Inka-Ruine vorstellt, also Steine, die man mit Steinwerkzeugen behauen hat. Die Mauern hier ähneln eher einer Feldsteinmauer und dazu haben die Inkas noch eine einfache Pyramide hingestellt, die angeblich dazu diente, den Sonnengott Inti anzubeten. So steht es zumindest auf den Tafeln und Wegweisern, die wir hier vorfinden. Aber sicher ist, dass man hier sehen kann, dass die Inkas in ihrer Hochphase, also in ihrer letzten Entwicklungsphase, das Inka-Reich ist ja 1532 untergegangen, also in ihrer letzten Entwicklungsphase eher einfach gebaut haben. Feldsteinmauern mit Feldsteinen behauen. So etwas konnten die Inkas herstellen mit ihren Steinwerkzeugen und die Steine haben auch keine Größe, die man nicht hätte alleine tragen können. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie haben die Inkas so etwas gemacht oder so etwas gemacht? In den Schulbüchern steht, dass die Inkas per Hand mit Steinwerkzeugen absolut gerade Linien und totale Präzision hingekriegt haben. Außerdem scheinen die Inkas sehr, sehr starke Menschen gewesen zu sein, weil sonst hätten sie es niemals geschafft, Quader, die bis zu 120 Tonnen wiegen, per Hand zu bewegen. Die kannten ja kein Rad und kein Flaschenzug. Gäbe es heute keine künstliche Intelligenz, wäre es überhaupt nicht möglich, weil die Physik der Theorie hier einfach im Weg steht. Es gibt keinen einzigen Menschen auf dieser Erde, der solche Gewichte tragen kann und der mit solcher Präzision Steine beschlagen kann. Auf unserem Weg nach Cusco haben wir viele Anhalter mitgenommen. Und wir haben unseren Schamanen auf der Sonneninsel ebenfalls gefragt. Wer hat das gebaut? Waren das die Inkas? Beide Stämme, die Quechas und die Aymaras, das sind die Nachfahren der Inkas hier in den Anden, beide haben ganz klar die gleiche Antwort gegeben. Nein, es waren nicht die Inkas, es war schon vorher da. Und das Gleiche haben die Inkas wohl auch den Spaniern gesagt, als die Spanier gekommen sind, weil die Spanier wollten wissen, wer hat das gebaut? Und die Inkas haben gesagt, es war einfach vorher da, wir haben es einfach besiedelt. Wir wollen mehr darüber wissen und machen uns auf den Weg nach Cusco. So, wir sind in Cusco angekommen. Wir sind jetzt in Sacsayhuaman, heißt es. Und hier gleich am Eingang sieht man, dass es nicht passt. Es passt einfach nicht. Es kann gar nicht passen. Es ist überhaupt nicht möglich. Ja? Und ich zeige euch jetzt auch warum. Ihr habt ja gesehen in den anderen Ruinen, in denen wir waren, dass dort, einfach, wie sagt man, Feldsteine in irgendeiner Art und Weise zu einer wilden Mauer zusammengebaut worden sind. So wie man das auch macht, wenn man sich selbst eine Feldsteinmauer baut. Und das können die auch mit ihren Bronzewerkzeugen machen. Aber das, was hier ist, das ist einfach schier technisch unmöglich. So, und deswegen gucken wir uns das jetzt hier an. Ihr könnt euch ja selbst eure Meinung bilden. Stonehenge ist einfach ein Scheiß dagegen. Ja, hier sind so viele Steine, die ein Gewicht über 100 Tonnen zeitweilig haben, die Ecksteine. Ja? Und die sind alle lasergenau geschnitten. Guckt euch das an, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Und wenn man sich jetzt fragt, wie die das in Stonehenge gemacht haben, da haben wir ja schon Probleme zu erklären, wie die Steine dahin gebracht haben. Hier geht es nicht ums Hinbringen. Also irgendeinen Megalithstein zusammenzuklopfen und den draufzustellen, gut, kriege ich noch hin. Ich krieg's auch noch hin, dass diese von den Osterinseln, die Figuren, irgendwie so hingewackelt worden sind. Meine Güte, geschenkt, nehme ich an. Das hier ist unmöglich und auch unglaublich. So, guckt euch das an. Diese Steinstruktur da in der Mitte, ja,
ist unmöglich vorzuproduzieren. Die muss hier vor Ort beim Bau produziert worden sein. Und das geht nicht. Die haben nur Bronzewerkzeuge gehabt, die haben kein Metall, also die haben kein Eisen gehabt. Die konnten nur mit Steinwerkzeugen und mit Bronzewerkzeugen diese Megalithsteine bearbeiten. Und das ist einfach technisch unmöglich. So, und mittendrin seht ihr denn, oben drüber, das heißt also später, kann ja nicht vorher sein, es muss ja später sein, hat man dann wieder mit Feldsteinen gebaut. Also einfach unbearbeitete oder halbwegs bearbeitete Steine, die irgendwie übereinander gestapelt worden sind, mit ein bisschen Moos drinne und das war's. Aber diese Steine, da passt nicht mal ein Blatt Papier dazwischen. Ja, das ist einfach auf Maß aneinander gepflanzt. Es ist unerklärbar, wie sie das hinkriegen. Außerdem ist der Komplex gigantisch. Das ist also von da vorne bis da hinten, das ist bestimmt 800 Meter sind es. Ja? 800 Meter mit Megalithsteinen, die auf Laser genau geschnitten sind. Eine Struktur aufgebaut, die wir heute nicht mal mehr hinkriegen würden. Also es ist mit heutiger Technik nicht oder fast nicht möglich oder in ewigem Zeitaufwand mit riesigen Maschinen. Und die Spanier haben wohl die Inkas gefragt, als sie hergekommen sind, ob die Inkas es selbst gebaut haben. Und in den Büchern, also in den Geschichtsbüchern, in den alten Geschichtsbüchern, steht drin, dass die Inkas gesagt haben, sie haben es nicht selbst gebaut. Sie haben es übernommen, sie haben oben drauf gebaut, es war schon da. Und jetzt stellt sich eben die Frage, wer hat es gebaut? Ja, wenn angeblich die Inkas die erste Hochkultur hier waren. Und das ist das, was eben nicht stimmt. Ja, und hier kann ich euch auch genau den Unterschied zeigen. Und man sieht auch, wo welche Baustufe begonnen hat oder wann was errichtet worden ist, was früher da war und was später da war. Eine Hochkultur fängt ja klein an und entwickelt sich. Ist ja nicht so, dass die stark anfangen und sich zurückentwickeln. Aber genau das sieht man hier. Achtung. So, Megalithsteine. Unten, oben drüber Feldsteinmauer. Oder hier ist es noch deutlicher. Hier geht die Treppe nach oben und unten sind noch Reste von diesen Megalithsteinen zu sehen. Könnt ihr das sehen hier? So, hier, alles Megalithsteine. Alle haarscharf, das ist wie geschliffen, das ist absolut glatt. Das ist also unglaublich. Und oben drüber Feldsteine. Hier genauso, die Mauer, oben drüber Feldsteine. Also die Megalithsteine waren definitiv zuerst da. Ja, es ist ja nicht so, dass sie die unten drunter bauen. Und das bedeutet, dass die sich entweder zurückentwickelt haben, ja, oder mal eine viel höher entwickelte Kultur waren und dann irgendwas passiert ist und sie es eben alles vergessen haben. So, und da unten fängt es an und es geht da lang. Also, das ist unglaublich. Das sind gleich mal 100 Stonehenges. Also es ist unmöglich, sowas zu machen. Also ich bin wirklich schockiert. Ich habe gedacht, das sind 2, 3 Mäuerchen. Aber es ist überall. Das Fundament ist spiegelglatt geschliffen. Das ist absolut rechteckig. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, mit welchen Werkzeugen wir in der heutigen Zeit so harten Stein bearbeiten wollen. Unglaublich. Und eine Größe, das sieht aus wie Planet der Affen. Hier auch wieder völlig gerader Schnitt. Ein gerader Schnitt. Und da in der Ecke, guckt euch diese Ecke an. Mit welchem Steinzeitwerkzeug soll das bitte möglich sein? Bronzewerkzeug. Oder hier. Die Steine stehen auf dem Kopf. Die wissen bis heute nicht, warum das so ist. Aber auf jeden Fall ist das total gerade. Das ist spiegelglatt. Und man sieht auch hier an der Bearbeitung, dass das nicht geschlagen worden ist. Seht ihr, das hier ist wie eine Säge. Könnt ihr das sehen? Kann man das erkennen? Ich hoffe, das kann man sehen. Das ist wie eine Säge, was ist reingesägt worden ist. Das ist niemals mit einem Steinzeitwerkzeug gemacht. Das ist ja krass. Boah. Boah, hammerhart. Ja, und hier sieht man wieder eine neue Mauer. Das ist sicherlich nicht das Fundament. Ist das krass. Und es geht ja einfach tief in den Berg hinein. Meine Güte. Heftig. Ich hab ein bisschen Platzangst. Ich weiß gar nicht, wo es da weitergeht. Ich glaube, ich drehe wieder um. Das ist heftig. Ich sehe da kein Ende. Oder? Hier geht's raus. Mann. Oh. Krass, oder? Un pasaje para qué? Crazy.
So, aber nicht nur, dass diese Ecken halt total perfekt geschliffen sind, das ist ja das eine. Ihr seht die beiden Kerben da. Also, das sieht schon schwer so aus, als ob das Ding an 4 Ecken halt gehalten worden ist. Sozusagen hochgehoben worden ist und eingesetzt worden ist. Wenn die Inkas jetzt nicht so stark waren, dass die, sagen wir mal, zu zweit an diesen 4 Haltegriffen angegriffen haben, dann werden die wahrscheinlich einen Kran benutzt haben. Nur wenn die nicht mal das Rad kannten, woher sollen die den Flaschenzug kennen? Das sind also Dinge, die lassen sich nicht erklären. Und diese Ecksteine, wie gesagt, die wiegen zeitweilig über 100 Tonnen. Also, die hat bestimmt keiner per Hand bewegt. Hier, guckt euch das an. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Es ist nicht möglich, den Geldschein, unmöglich, den Geldschein da reinzustopfen. Da, ich komme da nicht weiter rein. Ich kann da machen, was ich will. Das hier ist die auffälligste Struktur. Die Archäologen sagen, dass das angeblich ein Turm gewesen sein soll, wo die Inkas ihren Sonnengott Inti angebetet haben. Aber es gibt auch andere Stimmen, die sagen, dass das eben alles viel älter ist und irgendwann mal zur Energiegewinnung gedient hat. Die Struktur hier, die ist riesig. Alles ist rechtwinklig, alles ist total gerade. Und die sind ja heute noch in den Ausgrabungen drin. Also die sind ja da hinten und machen Ausgrabungen. Also insofern ganz genau und bis zum Ende ist man hier noch nicht gekommen. Und ich glaube, wenn man hier in Peru weitergräbt, da braucht man gar nicht aufhören. Also hier muss eine Kultur gewesen sein. Diese Art von Steinstrukturen, die ist in der gesamten Gegend hier zu finden. Und es ist eben ja, einzigartig. Einzigartig, sowas gibt es in Europa nicht. Und in der Ecke sind die Steine sogar rund. Das heißt, sie sind hier in der Ecke rund, so gebaut und es passt immer noch kein Geldschein dazwischen. Also wenn ihr mir einen zeigt, der in Deutschland heutzutage so Steinmauern bauen kann, oder uns eine Firma nennt, da wären wir sehr gespannt, ob wir da ihn finden. Unglaublich. Hier, absolut gerade Linien und der Stein da oben auch absolut gerade. Wir haben gerade eben mit einem der Archäologen gesprochen und er hat uns gesagt, wir haben gefragt, wie werden denn die Steine gebaut? Und dann hat er uns gesagt, ja, mit sehr viel Zeit hingesetzt, dann einer nach dem anderen angepasst. Also wenn die das so gebaut haben, dann haben die hier 1000 Jahre gebaut. Und das ist einfach unvorstellbar. Ich glaube der Schulbuchmeinung hier nicht. Also ich gehe schwer davon aus, dass die das anders gebaut haben und dieses Wissen einfach verloren gegangen ist. Wir fahren immer weiter hinein in das heilige Tal der Inkas. Um uns herum ist alles terrassiert. Es müssen hier mal sehr viele Menschen gelebt haben. Dafür brauchten sie dann auch die ganze Ackerfläche. Unser nächstes Ziel ist Pisac. Wir sind zu den Ruinen von Pisac gefahren. Das ist eine der größten Anlagen, die freigelegt worden sind. Und auch hier sehen wir jetzt schon mal den neueren Part neben mir. Also sprich nicht den älteren, sondern den neueren Part. Ihr seht, das sind alles Felssteine, die eigentlich unbearbeitet sind. Und jetzt gehen wir mal weiter in die Ruine rein. Und da ist dann der ältere Part der Ruine. Und das ist dann wiederum das Interessante für uns. Diese Löcher hier wurden ja verwendet für Opfergaben. Das wissen wir schon von unserer ersten Inka-Ruine. Also sprich, dann war hier irgendeine Gottheit drin oder man hat Kokablätter reingetan, um von diesen Heiligen umgeben zu sein. Und ihr seht ja gut, ich meine, es wurde natürlich viel nachgebaut. Also es ist ja nicht so vorgefunden worden, wie wir das sehen. Aber hier ist es halt eben, schaut euch das Loch an. Ich denke, wir kommen später zu anderen. Und wir haben es ja auch in der anderen Ruine schon gesehen. Da sieht das ganz anders aus. Also ist das wirklich komplett gerade Steine und nicht nur, naja, hier ist auch Mörtel verwendet worden. Das passt nicht so ganz. So, jetzt kommen wir langsam zu der eigentlichen Festungsanlage. Und hier geht's wieder los.
Das ist die untere Besiedlungsschicht. Ja, und guckt euch die Präzision an. Die gleiche Präzision, die wir in Cusco gesehen haben. Und oben drüber eben weniger Präzision. Das heißt, entweder haben die ihr ganzes Wissen verlernt oder eben einfach keinen Bock mehr gehabt. Ja, nee, wir machen das jetzt nicht mehr so. Wir wollen das jetzt hässlicher haben oder instabiler. Das interessiert uns nicht, diese Bauweise. Wir vergessen die und machen einfach wie vorher. Sowas ist in der Entwicklung von einer Gesellschaft eigentlich überhaupt nicht möglich, außer eben es ist was Schlimmes passiert und man hat eben vergessen, wie es geht. Das wäre das Einzige, wie sich das erklären lässt. Und hier sieht man es jetzt wieder ganz deutlich. Ich stehe jetzt vor einer der Wände, die unterhalb der ganzen Festung sind, die wieder weiterverwendet worden sind. Und oben hat man dann eben mit normalen Feldsteinen weitergebaut. Also man sieht richtig diesen Unterschied. Und also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ein Volk, was kein Rad gehabt hat, kein einziges Tier, also überhaupt keine Hilfe dabei gehabt hat, das hier zu bewerkstelligen, dass dieses Volk eben solche Festungen gebaut hat. Ist für mich unvorstellbar. Für mich ist vorstellbar, dass sie das aus Feldsteinen gebaut haben, dass die da einfach übereinander gestapelt haben, die man per Hand tragen konnte. Und so ist ja genau auch alles hier drumherum gebaut. Nur diese Steine hier, die sind einfach anders gebaut. Das ist eben das, worum es geht. In meinem Kopf kreisen die Gedanken. Das, was ich sehe, passt einfach nicht zu dem, was ich gelernt habe. Hier oben in den Anden muss es einmal eine sehr weit entwickelte Zivilisation gegeben haben. Was ist mit ihnen passiert? Wer waren sie? Und warum ist ihr Wissen verloren gegangen? Das geht jetzt hier so steil bergab, das ist unglaublich. Also, meine Güte. Also wenn du hier nicht gut zu Fuß bist, richtig krass. Aber wenn man was Geiles entdecken will, dann muss man halt auch mal... Ja. Also echt krass, und das ist ja schon erschlossen. Ihr müsst euch mal vorstellen, als hier die Ersten waren, die sowas entdeckt haben, die sind ja nicht so eine Treppe hier runtergelatscht. Das ist ja alles neu. Mann. Hammerhart. Und das geht hier neben uns, also sicherlich 500 Meter bergab. Also ich kann da gerade so runter gucken. Ist ja krass, oder? Ja. So, jetzt nähern wir uns langsam dem Ort, warum wir eigentlich hier sind. Die ganzen modernen Inka-Ruinen, die, ja wie gesagt, die sieht man ja überall. Und jetzt kommen wir aus dem Urwald. Ja, also das ist echt richtig krass. Das ist, also wer den Film Stargate gesehen hat, der sollte sich hier erinnert fühlen. Unglaublich. Unglaubliche Präzision. Und auch Formen, die man aus Ägypten kennt zum Beispiel. Und auch dort waren die unteren Steine genau so geschnitten und sahen genau so aus. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, aber wir haben zum Glück einen geilen Partner für unser Equipment. Seit dem Anfang unseres Kanals nur mit KF Concepts. Die Dinger sind klein, sicher, das Kameraequipment ist sicher, auch unsere Stative, unsere Filter, alles ist von denen. Und müssen wir sagen, wir sind sehr zufrieden. Für uns wäre cinematische Filme ohne KF Concept zu erstellen überhaupt nicht möglich. Also, ach ja, der Link ist in der Videobeschreibung. Hier dein Mikrofon. Guckt euch das an. Guckt euch diese Präzision an. Erstens schräg und zweitens runde Ecken. Und dann passt alles so haarfein aufeinander wie nirgendwo anders. Hier ist auch mal zu sehen, die obere Linie, nur die obere, die ist wirklich gerade. Die da drunter, die adaptieren sich an die einzelnen Steine.
Das heißt also, die wussten schon, wie sie unten arbeiten müssen, dass sie oben eine komplett gerade Linie haben. Und woher kennt man die trapezförmigen Türen? Genau, aus Ägypten. Angeblich soll man ja auch in ägyptischen Pharaonengräbern Kokablätter gefunden haben. Also auch die haben wohl mit Koka verehrt. Jetzt ist nur die Frage, wie kamen die dahin? Die sind halt rübergeschwommen. Die sind rübergeschwommen, haben die einfach mal eingesammelt, diese Kokablätter, und haben die dann dort in den Sarkophag von dem Pharao gepackt. Ja, das kann man glauben, muss man aber nicht. Ich habe gerade eben gefragt, ob Sie denn wissen, wie die Steine hergestellt worden sind heute, ob das denn heute klar ist. Und er hat mir beantwortet, nein, Sie wissen es nicht. Also es ist eben nicht klar, wie sie gemacht worden sind. Und das sind eben die Archäologen, die hier vor Ort arbeiten. Insofern, die müssen es ja wissen. So, da bin ich gespannt, ob wir da irgendwann mal zu einem Schluss kommen und herausfinden, woran das liegt. ¿Y con este se limpia la piedra para ver el trabajo que han hecho? Sí, está limpio. Ah, este limpio ya. Está sucio. Ok, also aquí no hay más plantas, entonces todo limpio, todo como la piedra realmente es. ¿Correcto? Correcto. ¿Portugués? No, alemán. Ah, y... Impresionante. Seguro no lo han hecho con cobre solo, ¿no? Que los incas solo tenían el cobre, ¿no? O el bronce, ¿no? No, tenían oro. Oro. Oro, bastante oro. Los españoles se lo llevaron. Esto es, sí, esto es la cosa triste. Pero con el oro no han trabajado a las piedras, es muy suave el metal. Ajá. No sé con qué habrán trabajado, no se sabe. ¿No se sabe hasta hoy? Ajá. Porque es muy dura esta piedra. Esto es la cosa. Y la precisión es impresionante. La precisión no tenemos en Europa, no existe. No. Y encuentra hoy una persona que te hace la construcción como esto. No existe hoy. No, no existe. ¿Qué hacen ahí? La ¿Qué hacen? So, und jetzt schließen wir mal den Kreis und kommen wir zum Schluss. Ihr seht ja hier, ich habe eingangs an der alten Ruine, also in der neueren, frischeren Ruine gezeigt, dass diese wurde uns ja erklärt, da sind die Gottheiten angebetet worden, Kokablätter reingeschmissen etc. pp. Ist die Erklärung. Nur sieht man hier eine absolut andere Präzision wieder. Und jetzt kommt der Punkt. Es gibt eben 3 Theorien. Die erste Theorie ist, die Inkas haben das einfach so gebaut. Die haben einfach mit Steinwerkzeugen und Kupfer harten Stein beschlagen und haben den in runden Ecken geformt, in absoluter Präzision, und haben das so gebaut. Das ist die Lehrmeinung. So, dann gibt es die zweite Theorie. Die Inkas, die sind vielleicht doch ein bisschen älter und haben sozusagen vorher mehr gewusst. Ja, und dann vielleicht durch einen Erdbeben oder durch einen Vulkanausbruch oder durch irgendetwas haben die ihr Wissen verloren. Ja. Das würde aber bedeuten, dass die vorher mal viel weiter waren, als sie später waren. Und dann gibt es die dritte Theorie, die besagt, dass diese Zivilisation viel, viel älter ist, also 10.500 Jahre alt. Und die besagt auch, dass die Pyramiden in Gizeh zur gleichen Zeit gebaut worden sind und andere auch. Ist ein bisschen Verschwörungstheorie, aber wir müssen ja mal davon ausgehen, es gibt keine Erklärung dafür. Und da muss sich ja jeder selbst sein Bild machen. Wenn jetzt also die Erdbeben sicher gebaut haben, zum einen, ja, zum anderen haben sie mit einer absoluten Präzision gebaut, und das ist das Einzige, was übrig geblieben ist, sozusagen vorsinnflutlich, dann
ist eben auch genau das, was man dann am Ende sieht. Es bleiben nach über 10.000 Jahren eben nur Pyramiden übrig. Es bleiben nur Mauern aus Gestein übrig. Es ist ja nichts anderes dann mehr da. Und selbst wenn wir heute alle aussterben würden, dann würde eben in 10.500 Jahren wahrscheinlich immer noch nur das hier stehen, die Pyramiden von Gizeh und andere dieser Monumentalbauwerke wie Stonehenge oder wie auch immer, weil alles andere längst kaputt wäre. Und man kann eben nur mit der Radiokarbon-Methode wirklich datieren, woher das ist. Also findet man Kohle, findet man Holz, findet man irgendwas aus dieser Zeit, dann kann man sagen, das ist dann und dann gebaut. Hat man das nicht, hat man nur Stein, ist es ein bisschen schwierig so. Und deswegen, wir sind hier extra hergefahren, um es mit unseren eigenen Augen zu sehen. Und wir sind, wie soll ich sagen, also ich kann der Lehrmeinung nicht glauben. Also das kann ich einfach mal so stehen lassen. Das, was man hier sieht, das ist einzigartig und es ist ganz klar zu sehen, dass es definitiv älter ist als die Inka-Kultur. So, schön, dass ihr dabei wart. Macht euch euer eigenes Bild und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.